Zucker. Hallo Leute, wisst ihr, was das da ist? Zuckerrohr. Ja, und wir gehen jetzt ins Zuckermuseum. Mal schauen, was da Schönes gibt. So, hier seht ihr, was es da alles gibt in dieser Zuckerfabrik. So, und hier geht es jetzt ins Museum rein. Dann schauen wir doch mal, was es hier gibt. So Leute, der Eintritt kostet 525 Rupien und das sind in etwa 11–12 Euro. Und dafür bekommt ihr Eintritt, eine Verkostung und ein Getränk im Restaurant. So, ihr könnt euch dann hier solch eine App herunterladen, in eurer Sprache einstellen und dann könnt ihr hier die Tour machen. Verschiedene Nummern, da gibt es Videos und Texte zum Lesen. Eine Zuckerpyramide. So, und das hier hat uns unser kleiner elektrischer Guide hier am Handy gerade erklärt, ist ein Frachtschiff, womit der Zucker nach Europa transportiert wurde. So, hier ist die Faszination des süßen Geschmacks. Nostradamus scheint hier schon Zucker gegessen zu haben. Die Historie des Zuckers. So, in diesem Teil lernst du alles über den Zucker und die Geschichte des Zuckers. Hier habt ihr das, wo ihr an den Ständen Zuckerrohrsaft bekommt, in groß.
hier geht das Zuckerrohr dann durch und wird dann ausgepresst, entsaftet. So sieht diese Entsaftungsanlage aus. Hier habt ihr den ganzen Weg des Zuckers. Dann wird dieser Saft auf 72 Grad erhitzt. In solchen Bottichen. Dann wird dem Saft Kalk hinzugefügt zum Reinigen, zum Klären. In diesen Bottichen. Jetzt geht's vom geklärten Saft zum Zucker. So sieht eine ganze Zuckerfabrik aus. Im Modell natürlich. So, mal Licht machen. Hier wird der Saft, dann der geklärte Saft auf 103 Grad erhitzt. Da drin. So, und in diesen riesen Holzbottichen wird der Zucker dann kristallisiert. Die Besucher können sehen, wie es sich anfühlt, ein Zuckerkristall zu sein, indem sie durch diese riesigen Holzapparaturen gehen, ohne die Hitze natürlich. Nach Abschluss des Kristallisierungsprozesses verwandelt sich der Saft in eine Mischung aus Zuckerkristallen und Sirup, genannt Masquit, dunkelbraun, körnig, klebrig. Und die sehen von innen so aus. Jetzt. So, und in diesen Zentrifugen hier wird die Mischung aus Zuckerkristallen und Sirup voneinander getrennt. Dann kommen Zuckerkristalle raus und der Sirup fließt ab. Die Restfeuchtigkeit. So, und hier sind verschiedene Zuckersorten, die dabei rauskommen. Und der nette Herr macht gerade Mauritius sauber. Hier gibt es dann noch verschiedene Erden zu sehen, die es auf Mauritius gibt. Aber zum Thema Erden gibt es noch einen anderen Videobericht. So viele verschiedene Arten von Zuckerrohr gibt es. Damit wird das Zuckerrohr geerntet. Wow. Die Zuckerrute. Das ist die Zuckerrute. So wurde Zuckerrohr transportiert von den Feldern zur Zuckerfabrik. Und hier steht die Dampflok drin. Le Rum. Der Rum. Und so wird dann Rum gemacht. Tasting. Na, dann wollen wir mal probieren. Zucker. Hier könnt ihr dann zum Schluss verschiedene Sorten Zucker probieren und auch kaufen. Und es ist gar nicht mal so uninteressant, welche verschiedenen Sorten Zucker es gibt. Ganz fein und ganz herben Zucker. Hier ist dann Bistro und Restaurant.
hier in einem Restaurant kannst du, wenn du einen Kaffee bestellst, auch diverse Sorten Zucker probieren. Also der erste Zucker ist hier sehr grob, sehr große Zuckerkristalle, eher so zum Dekorieren von irgendwas Kuchen. Der zweite Zucker, da bekommt das Wort Zuckersand mal eine völlig neue Bedeutung. Der ist ganz fein und süß. Der dritte Zucker kommt eigentlich unserem braunen Zucker, den wir in Deutschland haben, noch mit am nächsten. Der letzte Zucker ist ganz dunkel und eher so klebrig und auch ziemlich herb. Den kannst du gut nehmen für Kaffee oder Mousse aus Schokolade oder sowas. So, nun sind wir wieder raus aus dem Zuckermuseum. Le Adventure de Sucre heißt das hier. Ja, und es ist wunderschön. Es ist eine alte Zuckerfabrik, die als Museum umgebaut wurde. Und hier sieht man, wie aus Zuckerrohr Zucker gemacht wird. Aber man sieht auch, wie die Insel sich im Laufe der Jahre entwickelt hat. Ja, und wusstet ihr, dass Zucker ziemlich umweltneutral hergestellt wird? Es gibt keine Abfälle. Alle Abfälle werden irgendwie wieder verwendet. So, und wenn euch unser Beitrag über das Zuckermuseum gefallen hat, dann klickt doch mal den Daumen nach oben. Und abonniert unseren Kanal, um unsere weiteren Videos zu sehen. Ja, was wir noch alles erleben und die Glocke nicht vergessen. Gleich neben dem Zuckermuseum ist eine niegelnagelneue Mall, die Mahogany Mall. Und da gibt es auch ein Intermart drin. Da könnt ihr gleich einkaufen, wenn ihr hier seid. Kleine Läden, Geldautomat, Friseur und so weiter. Hier könnt ihr sitzen und da hinten auf einen See schauen. Das ist ja toll hier. Rum zieht sich die Mall und hier habt ihr solche Seen, wofür auch immer die sind. Und auch in dieser Mall gibt es einen Food Court und den schauen wir uns doch glattweg mal an. So, das sieht eher aus wie in Singapur hier mit lauter kleinen Food Stalls in diesem Food Court und zieht sich hier so rum. Und es gibt hier auch zwei tolle alte Oldtimer als Foodtrucks, die hier drin stehen.